Hallo, hi, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Uwe Ansmann und nachdem wir uns im letzten Video angeschaut haben, wie die V52 geliefert wird und was sich eigentlich alles im Karton befindet, wollen wir in diesem Video das Ganze das erste Mal in Betrieb nehmen und schauen, wie schwer oder auch wie einfach ist das Ganze eigentlich. Und wenn euch das Video gefällt, würde ich mich super freuen, wenn ihr mich unterstützt, den Kanal abonniert, liked, subscribed, ihr kennt das Ganze und wenn ihr die Glocke klickt, dann werdet ihr sogar informiert, sobald es ein neues Video gibt. Danke dafür im Vorfeld und das gesagt, springen wir direkt rein nach dem Intro. Da sind wir auch schon wieder. Und als erstes fangen wir an, den Mount zu montieren. Dafür brauchen wir logischerweise unsere V52. Wir benötigen den Mount und wir brauchen das kleine Tütchen mit den 2 Schrauben, die sich entsprechend im Lieferumfang befinden. Und das Ganze machen wir jetzt schnell, dann verkabeln wir das Ganze und dann schauen wir uns die Einrichtung an. So, und damit ist der hardware-seitige Setup eigentlich schon abgeschlossen und wir können uns um die Konfiguration kümmern. Vielleicht noch mal kurz im Recap. Was haben wir gemacht? Wir haben den Monitorklemm angeschraubt, sehr straightforward, 2 Schrauben, damit war das Ganze erledigt. Damit können wir das Ganze auf unserem Display montieren. Und wir haben insgesamt 4 Kabel angeschlossen. Wir haben die Stromversorgung hergestellt. Wir haben ein HDMI-Kabel angeschlossen, um Informationen wie zum Beispiel jetzt im Nachgang die IP-Adresse sehen zu können. Wir haben ein USB-C auf USB-A-Kabel angeschlossen. Das dient später dazu, dass wir Kameralautsprecher und Mikrofon der Videobar in unserem PC, in unserem UC-Client nutzen können. Und ganz wichtig als letztes das Netzwerkkabel, das Ethernet-Kabel. Über dieses Kabel verbindet ihr vom Prinzip her die Anlage mit eurem Corporate-Netzwerk. Und die Anlage zieht sich dann per DHCP automatisiert, natürlich sofern verfügbar, eine IP-Adresse. Ihr habt während des Setups also keine Möglichkeit, während des Hochfahrens eine IP-Adresse zu vergeben und die Netzwerkkarte hatte auch im Default keine fest vergebene IP-Adresse, sondern vom Prinzip her seid ihr beim ersten Boot auf den DHCP-Server angewiesen. Wenn ihr diese IP-Adresse habt und ihr seht die links oben in der Ecke, wenn das System startet, auf eurem Display, auf eurem Monitor, dann habt ihr im Nachgang die Möglichkeit per Browser, dem Browser eurer Wahl, ich empfehle im Normalfall immer Chrome oder Edge, auf die Unit zuzugreifen und dann könnt ihr vom Prinzip her mit eurem Browser die Konfiguration vornehmen. Das bedeutet, beide Geräte müssen logischerweise auch im selben Netzwerk sein. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, das heißt, ihr seht hier meinen Browser. Ich habe hier schon den Benutzernamen und auch das Passwort eingetragen. Der Benutzername ist immer Admin. Könnt ihr im Nachgang ändern, aber im Default ist es immer Admin, alles kleingeschrieben, ADMIN. Kann man sich sehr leicht merken. Und das Passwort sind die letzten 6 Stellen der Seriennummer. Jetzt könntet ihr euch fragen, woher kriegt ihr die Seriennummer? Das ist relativ simpel. Zum einen habt ihr die Möglichkeit, auf dem Karton zu schauen. Das heißt, sofern ihr den nicht schon entsorgt habt, auf dem Karton ist außen auf der Seite ein Sticker. Dort findet ihr die Seriennummer. Alternativ dazu, wenn ihr das Gerät umdreht, also über dem Mount, über dem Displayklemm, findet ihr ebenfalls einen Sticker auf der Rückseite des Gerätes und dort ist ebenfalls nochmal die Seriennummer notiert. Letzten 6 Stellen, nochmal das Default-Passwort der Anlage. Das heißt, ich drücke jetzt hier einfach auf Login, das dauert einen kleinen Moment, wir sind dann schon connected. Im ersten Step bekommen wir eine Übersicht, dass wir uns das letzte Mal erfolgreich angemeldet haben zu folgender Uhrzeit von folgender IP-Adresse und wir sehen auch die Anzahl von fehlgeschlagenen Login-Attempts. In dem Fall hat niemand versucht, unser Gerät anzugreifen. Dementsprechend ist das Ganze auf 0. Wir bestätigen das und haben jetzt vom Prinzip her Zugriff
auf unsere V52. Und ihr seht das hier schon, das ist relativ komplex. Ihr findet auf dem Dashboard auf der ersten Seite erstmal alle möglichen Informationen zum Status des Systems. Das seht ihr hier, den Systemstatus. Wir haben das Netzwerk angeschlossen, unsere Kamera funktioniert. Wir haben im Moment noch keinen Provisioning-Server konfiguriert. Unsere Mikrofone funktionieren. Eine Fernbedienung haben wir auch nicht angeschlossen. Und den Lock-Threshold haben wir auch noch nicht erreicht. Das ist erstmal tatsächlich wichtig, um zu schauen, dass erstmal hardware-seitig alles funktioniert. Auf der linken Seite hier unten sehen wir unsere System Details, das heißt, wir sehen den Raumnamen, die eingestellte Zeit, um welches Gerät es sich eigentlich handelt, die Hardware-Version, Software-Version, MAC-Adresse, sofern notwendig für NAC zum Beispiel. Und wir sehen auch hier nochmal die Serie. Wir sehen im zweiten Reiter die IP-Adresseinstellungen, die per DHCP bezogen worden sind. Und wir könnten auch noch auf Usage-Informationen zugreifen. Natürlich beim ersten Setup jetzt nicht unbedingt schon prall gefüllt. Vielleicht noch ganz kurz für alle, die vielleicht das Ganze nicht auf Englisch machen möchten. Hier oben habt ihr die Möglichkeit, eure Web-UI umzustellen auf die Sprache eurer Wahl. Das ändert also nicht die Spracheinstellung des eigenen Systems, sondern gilt tatsächlich in dem Fall genau hier für diese Browser-Session. Über den Info-Button könnt ihr euch informieren lassen und hier oben könnt ihr euch ausloggen. Und ihr bekommt im ersten Step tatsächlich eine Warnung, dass das Admin-Passwort noch im Default ist. Ja, klar, das können wir im Nachgang ändern, aber hier werdet ihr schon mal darauf hingewiesen. Und das seht ihr tatsächlich bei jedem Login, also nicht nur einmalig. Solange das Passwort nicht geändert ist, bekommt ihr immer wieder dieses Security-Banner gezeigt. Auf der linken Seite haben wir dann die Möglichkeit, sofern ihr einen speziellen Punkt sucht und ihr wollt euch nicht durch die Menüs klicken, einfach entsprechende Suchbegriffe einzugeben. In dem Fall zum Beispiel IP und ihr seht alle Ergebnisse, die sich in der Web-UI dazu befinden. Ansonsten gibt es die Hauptpunkte, also das Dashboard, das ist die Seite, die ihr hier seht. Die General Settings, Network Settings, Audio-Video Settings, Security, die Server Settings und die Diagnose. Wir schauen uns das im Nachgang ein bisschen detaillierter an, nur dass ihr das tatsächlich hier in der Übersicht schon mal gesehen habt. Okay, das, was ich vom Prinzip her als erstes jeweils mache, ist, ich schaue, was ist denn für eine Softwareversion hier auf dem System installiert. Das ist in dem Fall die 1.0.0 und das, was ich als nächstes mache, ist, ich schaue, ob nicht eine neuere Softwareversion verfügbar ist. Dazu klicke ich hier auf General Settings und es gibt hier den Punkt Device Management. Dort klicke ich drauf und dann seht ihr hier schon, dass ein Update-Server hinterlegt ist. Das bedeutet, dieses System greift per HTTPS auf die Poly-Server zu und holt darüber Informationen ein, ob eine neue Softwareversion verfügbar ist. Sofern das der Fall ist, wie hier seht ihr Version Found 1.0.1, das heißt, es gibt eine neuere Software. Wenn ihr das automatisiert installieren möchtet, das ist der Default. Ich hatte hier schon mal den Haken vorsichtigerweise rausgenommen, dann, um euch das zeigen zu können, dann könnt ihr hier gerne den Haken rausnehmen. Ihr könnt dann vom Prinzip eure Maintenance Hours setzen, sodass das System also nur zu speziellen Zeiten, zu euren definierten Zeiten versucht, diese Informationen zu bekommen, ob ein Update vorliegt und dann auch entsprechendes Update durchzuführen. In meinem Beispiel möchte ich das jetzt hier nicht. Ich möchte euch das also manuell zeigen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, also zu sagen, check for Updates. Ich mache das hier nochmal und sobald eine neue Version verfügbar ist, kann ich über Update All im Endeffekt das Update durchführen. Super straightforward. Ich mache das hier in diesem Moment jetzt nicht, weil wir logischerweise erstmal das Video weiter vorführen möchten. Aber das wäre der Weg tatsächlich, um das Gerät erstmal auf die neueste verfügbare Variante zu bringen. Wie gesagt, das auch meine absolute Empfehlung. Wenn wir weiterschauen unter den General Settings und vielleicht ganz vorne anfangen, dann haben wir hier die Möglichkeit, meine Informationen zu hinterlegen. Warum meine Informationen? Das ist relativ simpel. Wenn ich der Administrator für dieses System bin, dann kann ich hier meinen Kontakt hinterlegen. Das heißt, andere Administratoren, die vielleicht mal auf dieses System zugreifen, wissen ganz genau, okay, wen muss ich denn kontaktieren? Wer hat vielleicht physikalisch Zugriff auf diese Maschine? Wer kann mir vielleicht helfen, wenn das Mikrofonkabel nicht richtig gesteckt ist oder. Das heißt, das müsst ihr hier nicht ausfüllen, das könnt ihr ausfüllen. In dem Fall belassen wir das erstmal im Default. Was ich denke für euch sehr wichtig sein könnte, weil das natürlich auch auf Auswirkungen auf die UI in diesem Fall hat, also auf das, was ihr auf dem System seht, ist vom Prinzip her die System Language. Standardmäßig steht das hier auf American English. Ihr könnt das hier entsprechend umstellen auf die Sprache eurer Wahl. Das, wie gesagt,
bezieht sich dann nicht hier auf die Webbrowser-Session, sondern das bezieht sich dann wirklich physikalisch auf das System und auf die angezeigte Sprache. Des Weiteren wichtig, zumindest meiner Meinung nach, sind die Datums- und Zeiteinstellungen. Auch hier, wenn ihr in den USA seid, ist das sicherlich für euch absolut korrekt und relevant. In meinem Fall bin ich das nicht. Ich bin in Deutschland. Ich bin eigentlich daran gewöhnt, dass wir Tag, Monat, Jahr haben. Ich habe ganz gerne eine 24-Stunden-Zeitanzeige. Und in meinem Fall ist es so, dass wir hier bei +1 sind, und zwar Amsterdam, Berlin und so weiter. Den Zeitserver belasse ich jetzt hier im Default auf Auto, weil es diesen Zeitserver in meinem Netzwerk gibt. Ihr seht also 1422, das passt hier auch zu meiner Systemzeit, das ist alles in Ordnung. Ansonsten korrigiert das bitte, ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze auf manuell zu stellen, könnt dann hier entsprechend eure Timeserver, das können interne als auch externe Timeserver sein, hinterlegen, oder ihr könnt das Ganze auf Off setzen und habt dann hier die Möglichkeit, eure Zeit und euer Datum manuell einzugeben. Im Default, wie gesagt, Auto eigentlich vollkommen in Ordnung, sofern ihr, wie gesagt, einen Zeitserver in eurem Netzwerk habt. Device Management hatten wir uns eben schon angeschaut, das überspringen wir also und wir landen bei den System Settings. Und hier habt ihr jetzt mehrere Optionen. Zum einen habt ihr die Möglichkeit, eurem Gerät einen aussagekräftigen Namen zu geben. In meinem Fall würde ich zum Beispiel sagen, das ist das System von Uwe Ansmann, das steht im Homeoffice und ist eine V52 und das steht in meinem Büro. Ihr habt dann hier die Möglichkeit, eure System-LED einzustellen. Das heißt, die LED, die vorne blinkt, respektive durchgängig leuchtet. Ihr habt hier die Möglichkeit, wenn euch die Helligkeit stört, wenn es vielleicht zu hell ist, dann könnt ihr das hier runterregeln. Ansonsten könnt ihr das jederzeit im Default belassen. Zusätzlich habt ihr hier die Möglichkeit, eure System zu einer vordefinierten Zeit durchstarten zu lassen. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Idee, das müsst ihr nicht machen, aber vom Prinzip her, ich mache das ganz gerne. Ich lasse also mein System im Normalfall wöchentlich oder täglich neu starten. Ich stelle es meistens auf täglich und stelle das dann meistens auf 2 Uhr nachts. Das heißt, um 2 Uhr nachts startet mein System einmal neu, leert damit den gesamten Cache und kommt frisch wieder hoch. Das heißt, wenn ich morgens um 6, um 7 in mein Homeoffice komme, dann ist mein System schon wieder da, mein System ist verfügbar und ist quasi frisch. Ne? Genauso wie morgens frisch geduscht, haben wir dann auch ein frisches System. Und wenn wir das Ganze dann einfach abspeichern möchten, hier unten auf Save klicken. Ihr seht, die Settings werden übernommen und ihr bekommt eine entsprechende Erfolgsmeldung. Wenn wir weitergehen unter Remote Control, habt ihr die Möglichkeit, eine Fernbedienung zu pairen. Diese Fernbedienung könnt ihr optional dazu kaufen. Die benötigt ihr nicht zwingend, aber ich finde das tatsächlich eine ganz nette Funktionalität. Auf dieser Fernbedienung findet ihr die Möglichkeit, das Tracking ein- auszuschalten. Ihr habt die Lautstärkeregelung dort drauf, ihr habt die Möglichkeit, den Call zu beenden und so weiter und so fort. Und natürlich auch, wenn kein Framing, kein Tracking-Modus aktiviert ist, habt ihr Zoom-Tasten, über die könnt ihr dann manuell die Kamera steuern. Also zoomseitig als natürlich auch schwenken, neigen. Auch das ist eine Option. Es ist eine digitale Kamera, also wenn ich reingezoomt habe, habe ich natürlich auch diese Möglichkeit zu schwenken. Wenn ihr das tun möchtet, wie gesagt, könnt ihr hier diesen Start Discovery Mode aktivieren. Das heißt, das System schaut dann über eine Bluetooth-Verbindung nach, sind andere Bluetooth-Geräte in der Nähe und möchten die sich pairen. Wenn ihr also eine Fernbedienung habt, hier einmal bitte aktivieren, die Fernbedienung vor das System halten und für eine gewisse Zeit, ich mache im Normalfall so 5 Sekunden, die Mute-Taste gedrückt halten. Dann finden sich diese beiden Geräte, pairen sich und damit habt ihr dann die Möglichkeit, euer System auch per Remote Control zu steuern. Ziemlich straightforward. Ansonsten, wenn ihr nicht wisst, wie es funktioniert oder es bei euch nicht funktioniert, hier unten gibt es einen Link, einfach draufklicken, es öffnet sich ein Webbrowser und ihr bekommt weitere Informationen dazu. Nächster Punkt in der Liste ist der Punkt Netzwerk und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, das System tatsächlich umzustellen von DHCP. Ich hatte es eingangs erwähnt, im Default bezieht das System per DHCP eine IP-Adresse, die haben wir hier auch bekommen. Wenn ihr jetzt aber natürlich das System final einrichten möchtet und ihr möchtet nicht, dass die DHCP-Lease irgendwann vielleicht ausläuft und das System eine andere IP-Adresse bekommt, sondern dass die IP-Adresse fix ist, dann könnt ihr das einfach hier umstalten oder umstellen. Das heißt, ihr vergebt hier die entsprechende IP-Adresse, die Subnetzmaske, euer Standard-Gateway. Habt hier noch die Möglichkeit, IPv6 zu aktivieren, sofern in eurem Netzwerk genutzt. Und dann klickt ihr hier auf Save. Ich stelle das mal wieder zurück. Und dann seid ihr eigentlich schon
Fein. Die anderen Settings sind in diesem Fall nicht unbedingt zwingend relevant, außer vielleicht den Hostname. Das ist nochmal eine gute Idee. Und ansonsten, wenn ihr Quality of Service oder VPN einsetzt, dann habt ihr hier nochmal vielleicht das eine oder andere To-Do. Ansonsten, wie gesagt, ist das hier alles im Default schon ganz okay. Unter Wi-Fi, ihr seht hier, Wi-Fi ist disabled im Default. Habt ihr die Möglichkeit, das Gerät zusätzlich in einer zweiten Verbindung quasi im Wi-Fi verfügbar zu machen. Das heißt, das Gerät baut nicht selber ein separates Wi-Fi-Netzwerk auf, aber ihr habt die Möglichkeit, das Gerät in ein Guest-Wi-Fi oder in ein Corporate Wi-Fi einzubinden. Das heißt, neben der physikalischen Ethernet-Verbindung könnt ihr das Gerät trotzdem nochmal in ein Wi-Fi hängen, respektive ihr könnt dann natürlich auch diese Verbindung auf Off lassen, sofern ihr das möchtet. Wenn ihr das Ganze enablen wollt, klickt ihr einmal hier drauf, ihr springt direkt in einen anderen Menüpunkt, ihr klickt hier auf Enable Wi-Fi Connectivity, das Ganze wird automatisch übernommen und wenn wir dann zurückspringen in die Wi-Fi Settings, dann seht ihr hier, habt ihr die Möglichkeit, ein Secondary Network zu konfigurieren. Im Default steht es auf No. Und hier seht ihr dann vom Prinzip her entsprechend die Netzwerke, die in eurer Nähe sind. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, eure SSID manuell einzugeben. Ihr habt die Möglichkeit, das Security-Protokoll zu wählen, den Security-Key einzugeben und hier natürlich auch zu sagen, ich möchte die IP-Adresse per DHCP beziehen oder ich möchte die IP-Adresse fest einstellen, manuell fest einstellen. Logischerweise zu jedem guten Netzwerk, damit das Ganze auch sauber funktioniert, brauchen wir auch DNS. Hier hättet ihr die Möglichkeit, eure DNS-Settings, eure DNS-Server zu konfigurieren. Da unsere Unit jetzt auf DHCP steht, das heißt auf die automatische Mitteilung dieser Informationen übers Netzwerk von eurem DHCP-Server, haben wir jetzt keine Möglichkeit, was zu ändern. Sofern wir hier hingehen, schalten das Ganze auf manuell. Dann haben wir auch hier die Möglichkeit, diese Felder jetzt zu füllen. Das heißt, wir können hier bis zu 4 verschiedene DNS-Server eintragen, abspeichern und dann werden diese Server genutzt. Damit haben wir den Punkt Netzwerk auch schon abgeschlossen und kommen als nächstes zum Punkt Audio und Video. Auch hier ziemlich straightforward. Unter den Monitoreinstellungen habt ihr eigentlich nicht viel zu tun, sondern, so, da sind wir richtig. Standardmäßig steht der Monitor auf Automatic, das heißt, das System checkt selber über die HDMI-Verbindung, welche Auflösung das Display mit sich bringt. In meinem Fall ist es ein Full-HD-Display. Wichtig ist, es muss ein HD-Display sein. Alles, was drunter ist, wird nicht funktionieren. Und ihr habt hier dann nochmal die Möglichkeit, CEC zu aktivieren, respektive, sofern ihr es schon aktiviert habt, zu deaktivieren. Ein Hinweis zu CEC. CEC ist leider kein Standard. Deswegen heißt diese Funktionalität auch bei jedem Hersteller tatsächlich ein bisschen anders. Das heißt, die Implementierung muss nicht immer zwingend gleich sein. Sofern ihr also CEC nutzen möchtet, heißt das nicht, dass das tatsächlich auch direkt mit eurem und mit jedem Display funktioniert. Da, wie gesagt, liegt es einfach daran, wie hat das der jeweilige Hersteller implementiert. Ich persönlich habe in meiner Historie tatsächlich schon den einen oder anderen Fall gesehen, wo es nicht sauber funktioniert hat. Bei 98% der Devices funktioniert es. Wie gesagt, hier nur ein kleiner Heads-up. Falls es nicht funktionieren sollte, bitte drauf schauen, was nutzt ihr für Kabel? Ist CEC respektive vielleicht ist es anders benannt, am Display ist es da aktiviert und wir sehen dort die Settings aus. Und ganz wichtig, CEC ist ein HDMI-Standard, das heißt, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise HDMI adaptiert auf DisplayPort oder einen anderen Output, dann wird es nicht funktionieren. Wie gesagt, hier bitte drauf achten. Okay. In den Audio-Settings haben wir jetzt die Möglichkeit, Poly-Stereo zu Surround zu aktivieren. Unser System hat Stereo-Lautsprecher und vom Prinzip her ist es dafür gedacht, dass wenn beide Systeme, also wenn das System Stereo überträgt und mein System Stereo empfängt, dass ich tatsächlich auch sagen kann, wenn auf der einen Seite jemand rechts spricht, dann kommt es auf meinem System auch rechts aus dem Lautsprecher, sodass ich tatsächlich immer eine Zuordnung zwischen Stimme und dem Gesicht habe auf meinem Display, was es für den Menschen tatsächlich weitaus angenehmer macht, einer Konversation zu folgen. Wir können die Soundeffekt-Volumes einstellen. Im Default ist es eigentlich okay.
Wir haben den Music Mode, wenn ihr den aktiviert oder M-Mode, dann deaktiviert das Noise Block AI, da kommen wir gleich noch drauf. Vom Prinzip her ganz platt gesagt, deaktiviert es alle DSP-Funktionalitäten, also alle digitalen Eingriffe in das Audiosignal und überträgt den Ton genauso, wie es vom Prinzip her aufgenommen wird, ohne den in irgendeiner Art und Weise anzufassen. Das ist dann wichtig, wenn ihr zum Beispiel Musikstücke darüber spielen wollt. Also wenn ihr tatsächlich vielleicht versucht, mit jemandem anderen Musikunterricht zu machen über so ein Gerät oder ihr wollt ein Konzert übertragen. Also überall da, wo ihr nicht möchtet, dass irgendwo ein DSP eingreift, da ist diese Funktion gerne. Noiseblock AI ist die nächste Option. Noiseblock AI ist vom Prinzip eine Technologie, die es dem System erlaubt zu erkennen, was ist menschliche Sprache und was sind Störgeräusche. Diese Störgeräusche werden dann entsprechend rausgenommen, sofern ich nicht spreche zu 100%. Wenn ich spreche, werden sie um eine gewisse dB-Anzahl verringert, sodass meine Stimme immer vorrangig zu hören ist und ich also eine ganz klare Differenzierung habe, eine ganz klare Reduzierung der Umgebungsgeräusche oder der Störgeräusche und meine Stimme wird entsprechend geliftet. Das Ganze kann ich ein- oder ausschalten, je nachdem, wie ich möchte. Wie gesagt, wenn wir den M-Mode aktivieren, ist es auf Off. Im Default ist Noise Block AI an. Und wir haben als zweite Option das sogenannte Sound Reflection Reduction. Sound Reflection Reduction beinhaltet Noise Block AI und ist vom Prinzip her ein Filter, ein DSP-Setting, wenn ich so möchte, das es dem System erlaubt, in besonders akustisch schwierigen Räumen, also dort, wo überall viel Nachhall da ist, diesen Nachhall für die Gegenseite in der Audioübertragung zu minimieren. Wir können natürlich Physik nicht zu 100% austricksen. Das heißt, der wichtigste Punkt ist immer, wenn ihr einen Konferenzraum ausstattet und der ist relativ hallig, vielleicht viel Nachhall kommt durch harte Flächen. Also alles, was Glas ist, was harte Tischfläche angeht, vielleicht kein Teppich im Raum. Das führt dazu, dass die Akustik im Raum nicht toll ist und logischerweise diese schlechte Akustik in Form von den Mikrofonen natürlich auch aufgenommen und auf die Gegenseite transportiert wird. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, bitte erstmal physikalisch den Raum optimieren, aber es gibt natürlich Räume, wo das einfach im ersten Step vielleicht nicht möglich ist, wo es vergessen worden ist und hier können wir ein bisschen helfen. Wie gesagt, wir können Physik nicht austricksen, aber wir können ein bisschen optimieren über den Punkt Sound Reflection Reduction. Sound Reflection Reduction, wie gesagt, nimmt den Ton auf, schaut dann vom Prinzip her ganz platt, ganz bildlich gesagt, in das Aufgenommene rein, minimiert den Nachhall und überträgt dann das Audiosignal. Das heißt, es kommt auch immer mit einer gewissen Latenz. Das ist im Normalfall für euch nicht wirklich stark auffällig, aber es gibt eine gewisse Latenz, weil halt diese zusätzliche Verarbeitung stattfindet. Habt ihr also einen akustisch schwierigen Raum, würde ich euch tatsächlich empfehlen, dieses Setting zu aktivieren. Wenn ihr bereits einen akustisch optimierten Raum habt, dann würde ich euch tatsächlich eher dazu raten, das deaktiviert zu lassen oder mit diesem Setting zu spielen, weil es einfach Worst Case auch bedeuten kann, dass ihr vielleicht in einem guten Raum ein etwas schlechteres Audio erhaltet. Und das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend hier ist die Option drin. Probiert es also bitte einfach aus. Okay, wenn ihr das Gefühl habt, euer Mikrofon, die integrierten Mikrofone sind ein bisschen zu leise, respektive das Gegenüber meldet, naja, der Sound könnte irgendwie ein bisschen voluminöser sein und das liegt nicht an deren Seite, da ist vielleicht die Lautstärke schon voll hochgezogen, dann habt ihr hier die Möglichkeit, den Transmission Audio Gain einzustellen. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, die dB-Anzahl zu erhöhen. Das heißt, das System nimmt den Ton, der reinkommt, und boostet den noch. Es macht einfach den Ton noch mal lauter und überträgt es lauter auf die Gegenseite. Damit immer ein bisschen vorsichtig sein. Im Normalfall sollte 0 vollkommen ausreichend sein. Wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt da ein bisschen mehr drauf legen, dann könnt ihr hier die Settings entsprechend vornehmen. Und das Ganze geht natürlich auch ins Minus. Wenn ihr also das Gefühl habt, es ist zu laut, dann könnt ihr das entsprechend auch hier minimieren und reduzieren. Der nächste Punkt ist Akustik-Fans. Akustik-Fans, der akustische Zaun. Wir bauen natürlich nirgendwo Holzpfeiler auf, sondern hier ist tatsächlich die Idee, dass wir einen akustischen Zaun bauen. Dieser akustische Zaun besagt, in einem Sensitivity-Wert von X, das bezieht sich immer auf den Winkel des Sprechers zum Gerät, wird meine Stimme aufgenommen und alles, was sich außerhalb dieses Bereiches bewegt, das wird rausgefiltert. Das ist also nicht zu hören. Das könnt ihr also hier einstellen. Wenn ich es noch finde, blende ich tatsächlich auch noch eine Übersicht ein, welcher Wert für welchen Grad steht, für welchen Abstand zum System.
Das könnt ihr ansonsten jederzeit auch gerne testen. Ist eine super Funktionalität, gerade wenn ihr vielleicht auf der einen Seite des Raumes eine Tür habt, wo viele Leute dran vorbeilaufen, oder ihr sitzt so wie ich im Homeoffice und ihr möchtet sicherstellen, dass der Gesprächspartner, in dem Fall ihr, nur mich hört, aber vielleicht nicht meine kleine Tochter, die zur Tür reinkommt oder den Hund, der draußen bellt, dann ist das eine super Option. Damit stellt ihr, wie gesagt, sicher, dass ihr zu hören seid und alles, was sich außerhalb dieses Bereichs befindet, ist entsprechend nicht zu hören. Wenn ihr einen DSP einsetzt, das heißt, ich nehme mal ein Beispiel, ihr kommt vielleicht in einen bestehenden Konferenzraum, da gibt es schon einen Shure IntelliMix P300 beispielsweise als DSP mit entsprechenden Lautsprechern und Mikrofonen, dann könnt ihr den natürlich auch mit anbinden. Hier bitte immer schauen, es gibt Geräte von Shure, QSC und Biamp, die wir supporten. Alle Informationen dazu findet ihr in den Release Notes, dort findet ihr also auch die Typen der Geräte. Sofern ihr das nutzen möchtet, enabled ihr dieses USB Audio durch hier Haken setzen. In dem Moment werden alle Lautsprecher und Mikrofone des Systems der V52 abgeschaltet und der DSP wird quasi diese Audiofunktionalitäten übernehmen. Ganz wichtig, das bezieht sich nicht auf diese Speaker-Framing-Technologie. Das heißt, die internen Mikrofone bleiben immer noch aktiv. Wir kommen gleich nochmal darauf, wie das funktioniert und sorgen dafür, dass der aktive Sprecher erkannt wird. Aber es bezieht sich auf alles, was die Ausgabe von Ton angeht und den Eingang von Ton, also sprich den Mikrofon-Pickup zur Audioübertragung. Wenn wir mehrere Mikrofone aktiviert, respektive angeschlossen haben, ihr wisst, es gibt ein Zusatzmikrofon für die V52 Kabel gebunden, dann könnt ihr hier gegebenenfalls das Auto-Mic-Switching aktivieren. Das heißt, das Gerät schaut, die V52 schaut, an welchem Mikrofon, entweder dem Mikrofon vorne oder an dem Tabletop-Mikrofon, habe ich den besseren Pickup und aktiviert dann das eine, respektive das andere Mikrofon, um immer sicherzustellen, dass derjenige, der gerade spricht, in Abhängigkeit davon, wo er sich im Raum und in welcher Entfernung er sich zu welchem Mikrofon befindet, er am besten zu hören ist. Darum geht's. Und wenn ihr meint, dass die V52 Lautsprecher in eurem Konstrukt irgendwie ein bisschen zu leise sind, dann könnt ihr hier tatsächlich auch nochmal den Speaker Volume Boost aktivieren. Hier wird vom Prinzip her der Bass etwas minimiert, dafür die Höhen, die Mitten etwas hochgezogen, sodass ihr also tatsächlich eine höhere Lautstärke im Raum habt. Ansonsten seht ihr schon, wenn ich spreche, ich habe hier die Built-in-Microphones, also die integrierten Mikrofone. Ihr seht hier schon links und rechts entsprechenden Output, je nachdem, wie laut ich dann spreche. Und ihr habt hier unten dann nochmal die Möglichkeit, euer Primary Audio Volume einzustellen. Also standardmäßig wird es hier auf dem Wert 60 stehen. Ihr könnt das natürlich dann entsprechend über einen Touchscreen, beispielsweise eine Maus oder die Fernbedienung erhöhen, aber das wäre immer der Default-Wert, wenn das System startet. Und genauso habt ihr hier die Möglichkeit, die Höhen und die Tiefen anzupassen. Das heißt, ihr könnt hier entsprechend über die Plus- respektive Minuswerte das Ganze so einstellen, dass es tatsächlich an euren Vorgaben und euren Wünschen am besten entspricht. Und der letzte Punkt auf dieser Seite sind vom Prinzip her oder ist die Option Speaker. Hier könnt ihr also auswählen, was möchtet ihr denn als Lautsprecher nutzen. Standardmäßig logischerweise, die V52 hat integrierte, sehr gute Lautsprecher, sind die aktiviert. Da das Gerät aber in dem Fall jetzt auch eine HDMI-Verbindung hat, könnt ihr natürlich auch hier hingehen und sagen, ich möchte die TV-Lautsprecher nutzen. Vielleicht gibt es dafür einen Grund. Wie gesagt, ihr habt hier beide Optionen. Ich belasse das hier im Default. Genau. Unter den Video-Inputs habe ich jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, sollen andere Teilnehmer meine Kamera in einem Call steuern können, sofern es denn das System respektive der UC-Client hergibt. Standardmäßig ist das deaktiviert. Ich habe hier die Möglichkeit, die Power Frequency einzustellen auf 50 oder 60. Ihr kennt das vielleicht, wenn im Hintergrund LED-Lampen sind oder Halogenlampen sind, dass das vom Prinzip her flackert, dann das Bild flackert. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze umzustellen. Und ihr habt hier noch die Möglichkeit, den Camera Silent Mode einzustellen, also Save Energy oder Fast Wake. Default, wie gesagt, Save Energy. Das müsst ihr einfach für euch checken, was für euch dort die beste Option ist. Und dann sehen wir hier die Built-in-Camera. Das ist also unsere 20-Megapixel-Kamera, die eingebaut ist. Ihr habt hier die Möglichkeit zu sagen, es soll optimiert sein, das Bild soll optimiert sein für Sharpness. Also das Bild soll besonders scharf sein und dafür vielleicht eine etwas geringere Framerate haben. Oder ihr bewegt euch viel im Raum, ihr möchtet also eher Motion, also Bewegung in den Vordergrund stellen.
Standardmäßig, wie gesagt, ist es Sharpness. Unter Workspace Lighting habt ihr dann die Möglichkeit zu sagen, habt ihr eine Bürobeleuchtung oder Conference Room Beleuchtung oder den Personal Mode. Das heißt, ihr habt vielleicht einen etwas engeren Raum, was Beleuchtung angeht. Dementsprechend ändert sich dann die Einstellung des Bildes, respektive die Ausleuchtung des Bildes. White Balance steht im Default auf Auto. Ihr habt die Möglichkeit, eure Einstellungen anzupassen. Wenn ihr also das Gefühl habt, das passt jetzt irgendwie nicht so ganz von der Beleuchtung her, von der White Balance her, dann könnt ihr das hier tun. Ihr könnt die Brightness einstellen der Kamera und dann habt ihr eigentlich hier meiner Meinung nach die spannendsten Funktionalitäten. Und zwar könnt ihr hier das Tracking einstellen. Das erste ist, dass ihr tatsächlich euch überlegen müsst, möchte ich denn, dass diese Kamera trackt oder framed oder möchte ich das nicht? Das heißt, das legt ihr als Administrator hier fest. Wenn ich jetzt hier sage, mein System soll tracken, dann ist diese Funktionalität am System aktiv. Der User kann das ein- oder ausschalten. Wie gesagt, wenn es eine Touchscreen ist, wenn er eine Fernbedienung hat. Wenn ich das hier deaktiviert lasse, hat er keine Option, das einzuschalten, sondern das ist hier wirklich das Setting, soll mein System in der Lage sein zu tracken und zu framen? Ja oder nein? Haken raus, keine Chance für den User, das zu aktivieren. Wenn der Haken drin ist, würde das System im Default immer tracken. Der User kann aber das Ganze auch ausstellen, weil er das vielleicht in seinem Meeting gerade nicht nutzen möchte. Also überhaupt gar kein Problem. Sofern ich das dann also enabled habe, habe ich dann hier die Möglichkeit auszuwählen, was soll mein System denn können. Also Frame Group bedeutet, stellt euch vor, ihr kommt in den Konferenzraum, ihr seid alleine, dann würde dieses System automatisch erkennen, ihr seid im Raum, nicht ihr als Person, dann hätten wir Betriebsratsthemen, aber es ist eine Person da, es ist ein Gesicht da und würde euch mit einem vordefinierten Frame anfahren. Es wird also die Ansicht der Person im Raum maximiert und die Ansicht des Raumes minimiert. Das ist für mich überhaupt nicht wichtig. Steht jetzt da hinten ein Jack Sparrow oder steht an der anderen Seite eine Yucca-Palme? Vom Prinzip her möchte ich, dass ich maximal groß im Bild bin und meine Gestik, meine Mimik für das Gegenüber bestmöglich erkannt werden kann. Dann verhält sich so, wenn eine zweite Person, eine dritte Person den Raum betritt, dann merkt das System, das fährt diesen Frame automatisch auf, um bestmöglich alle groß ins Bild zu holen. Verlässt eine Person den Raum, wird das auch entsprechend wieder zugefahren. Ich muss mich also vom Prinzip her um die Kamerasteuerung nicht kümmern. Das macht das System anhand der Gesichtserkennung, der Personenerkennung. Die andere Option ist Frame Speaker. Hier ist es so, dass tatsächlich zu diesem Thema Gesichtserkennung, also ich weiß, es ist eine Person da, noch der Faktor Akustik dazu kommt. Das heißt, ihr wisst, die V52 hat mehrere Mikrofone und wenn ich diese Funktion aktiviere, dann wird also zum einen geschaut, wie viele Gesichter oder wen habe ich denn im Raum und dann wird über die Mikrofone geschaut, von wo wird denn gerade gesprochen. Das heißt, anhand der Mikrofone wird trianguliert, wo gerade gesprochen wird und wenn dann beide Checkboxen gesetzt sind, ich habe das Gesicht erkannt und aus dieser Richtung, aus Richtung der Person kommt auch Ton, dann wird diese Person groß ins Bild. Fängt eine zweite Person an zu sprechen, fährt das System erstmal den Frame auf und zeigt bestmöglich beide, respektive alle Konferenzteilnehmer. Und sobald dann festgestellt wird, diese Person übernimmt jetzt das Gespräch, wird diese Person dann entsprechend wieder groß ins Bild. Das heißt, hier geht es nicht darum, alle zu zeigen, sondern immer die Person, die gerade spricht. Die Person soll für die Gegenseite groß ins Bild. Genau. Und der letzte Modus, wenn ich, wie gesagt, das Tracking nicht nutzen möchte, haben wir noch den Punkt Off. Ansonsten haben wir das sogenannte People Framing. People Framing bedeutet, wir sind mit dem System in der Lage, bis zu 6 Leute in separaten Kacheln in einem Videostream darzustellen. Das heißt, wenn ihr bis zu sechs in einem Raum seid, erkennt euer System das und ihr werdet quasi in jeweils kleinen Kacheln nebeneinander, 2 Reihen, A3 Personen, groß ins Bild. Seid ihr 5 Leute, habt ihr 4 Squares und dann an der Seite ein etwas größeres Bild und so weiter und so fort. Relativ simpel. Vom Prinzip her geht es hier darum, dass das Gegenüber das Gefühl hat, ihr sitzt vom Prinzip her wie während der Pandemie zu Hause. Jeder hat seine eigene Webcam, jeder ist gleichberechtigt im Meetingraum. Hier geht es also nicht darum, wer gerade aktiv spricht und das ist die wichtigste Person, sondern jeder kriegt dieselbe Screen Estate, jeder ist gleich wichtig und jeder ist groß im Bild. Betritt die 7. Person in den Raum oder vielleicht auch die 8. Person, switcht das System automatisch zurück auf Group Framing. Das heißt, wir minimieren wieder die Raumansicht und maximieren die Ansicht der Personen. Gehen wir wieder zurück auf 6 oder weniger, wird wieder automatisch zurückgeschaltet auf das People Framing. Das ist für mich tatsächlich in kleinen, mittleren Meetingräumen eigentlich die beste Einstellung.
Das aktivieren wir hier tatsächlich auch mal. Und dann habe ich hier nochmal die Möglichkeit zu sagen, von meinem 5-fach Digital-Zoom, wie viel davon soll der genutzt werden? Möchte ich maximal 3-fach, 4-fach oder 5-fach reinzoomen? Ihr kennt das alle, wir reden über digitale Kameras. Je weiter ich reinzoome, desto größer werden die Pixel. Ganz platt gesagt, ihr kennt das, wenn ihr Urlaubsfotos macht mit einer Digitalkamera und ihr zoomt x-fach rein. Davon wird das Bild nicht zwingend besser. Deswegen hier vielleicht nach einem guten Mittelmaß schauen. Die Kamera tatsächlich ist sehr gut. Ihr solltet also vom Prinzip her eigentlich gar keinen Bedarf haben, weiter als 4-fach reinzuzoomen. Das ist aber natürlich jedem selber überlassen. Das System hat die Funktionalität. Entscheidet selbst. Und dann haben wir noch als letzten Punkt hier den Punkt Director AI Perimeter. Was macht Perimeter? Es ist relativ simpel. Stellt euch vor, ihr habt einen Raum und der hat vielleicht 2 oder 3 Seiten aus Glas. Ne? So der klassische moderne Büroraum. Und wir reden hier ja über das Thema Gesichtserkennung und Framing von Personen. Wenn jetzt draußen während eurer Konferenz Leute über den Flur laufen und mal kurz bei euch in den Meetingraum schauen, dann sind logischerweise die Kameras drauf getunt, dass sie diese Person erkennen und dann auch groß mit in die Konferenz aufnehmen. Und im Zweifelsfall möchten wir das gar nicht. Und deswegen hatten wir bislang tatsächlich eigentlich keine Option, das zu verhindern. Über Perimeter können wir das aber jetzt tun. Das heißt, ihr habt hier vom Prinzip her 3 Werte, die ihr definieren könnt. Zum einen könnt ihr sagen, in welcher Breite des Raumes soll denn geframed und getrackt werden, in welcher Tiefe des Raumes, und ihr könnt zusätzlich noch eine sogenannte Exclusion Zone einrichten. Das heißt, simples Beispiel, sagen wir, euer Raum ist 6 Meter breit, dann fängt die Glaswand an, dann könnt ihr einfach sagen, okay, bis 5,50 Meter von mir aus oder auch bis 5,90 Meter soll getrackt werden. Ab dann fängt die Glaswand an und jeder, der hinter der Glaswand vorbeigeht, den möchte ich einfach gar nicht in meiner Konferenz visuell ersichtlich haben, sondern nur wer den Raum betritt und innerhalb dieser Range kommt, dann soll er übertragen werden. Alles, was außerhalb dieser Range ist, nicht. Selbiges gilt dann, wie gesagt, nach hinten. Das heißt, wie weit möchte ich denn nach hinten in den Raum tracken? Das heißt, auch hier wieder dasselbe Beispiel. Sagen wir, der Raum ist 6 Meter lang. Ab 6 Meter fängt die Glaswand an, dann höre ich vielleicht bei 5,90 Meter auf oder bei 6 Meter. Das heißt, wir haben mit vorübergehenden Passanten oder Mitarbeitern oder Kollegen oder auch Gästen kein Problem mehr und die stören einfach nicht mehr, stören unsere Konferenz. Und wie gesagt, der dritte Wert ist die sogenannte Exclusion Zone. Das ist für Szenarien gedacht, wo ihr vielleicht vorne vor Displays präsentiert, obendrauf sitzt vielleicht die V52. Und jetzt kommt es natürlich vor, dass ihr vielleicht auch hier und da mal auf euer Display schaut, weil ihr vielleicht sehen wollt, was habt ihr denn auf der Slide geschrieben. Und in dem Moment, wo ihr euch Richtung Display dreht und damit auch zur Kamera, würde euch Worst Case natürlich auch die Kamera einfangen und versuchen, in die Konferenz zu übertragen. Jetzt ist oft der Winkel nicht so wirklich toll und das kann unfreiwillig vielleicht auch ein bisschen komisch aussehen. Und im Normalfall guckt ihr kurz hin und auch wieder weg. Und wenn sich für die Gegenseite die ganze Zeit das Bild ändert, weil ein weiteres Gesicht erkannt wurde und wieder verschwindet und wieder erkannt wurde und wieder verschwindet, ihr könnt euch das vorstellen. Das macht keinen Sinn. Dementsprechend könnt ihr hier eine Exclusion Zone einrichten. Das heißt, ihr könnt also sagen, von der Linse der Kamera bis zu 1,50 Meter, da wo der Konferenztisch anfängt, da möchte ich einfach nicht tracken. Das heißt, ihr könnt euch frei bewegen, ihr könnt jederzeit aufs Display schauen und ihr werdet nicht unfreiwillig in die Konferenz übertragen. Das Ganze könnt ihr hier, wie gesagt, in Feet oder in Metern eintragen. Ich persönlich würde euch raten, das in Feet zu tun. Das ist etwas genauer. Das kommt aber tatsächlich auch ganz auf euren Raum und eure Erfahrungswerte an. Wie gesagt, ich bin großer Freund dieser Einstellung mit Feet. Okay, schauen wir weiter in den Punkt Security. Hier habt ihr die Möglichkeit, eure Security Settings vorzunehmen. Ihr könnt Network Intrusion Detection anschalten. Ihr könnt den Web Access, also das, was wir hier gerade nutzen, aktivieren oder deaktivieren. Ihr könnt den Telnet Access aktivieren, deaktivieren, entsprechenden Port dafür vergeben und so weiter. Im Normalfall braucht ihr diese Settings nicht, deswegen überspringen wir die mal. Was aber interessant sein könnte, ist natürlich der Punkt Zertifikate. Hier habt ihr also die Möglichkeit, eure Certificate-Einstellung vorzunehmen, inklusive Simple Certificate Enrollment Process, also SCEP, sodass also Zertifikate auch automatisch erneuert werden. Alle diese Settings findet ihr hier. Mehr dazu, es ist ein relativ komplexes Thema, würde hier sicherlich das Video sprengen, findet ihr dann entsprechend in der Dokumentation. Was für euch aber wichtig sein könnte, und das haben wir beim Setup gesehen, der Default-Username war Admin. Ich hatte eben gesagt, ihr könnt das ändern. Das heißt, ihr könntet hier auch hingehen und euren Vornamen oder welchen Namen auch immer nehmen, abspeichern und dann habt ihr das Ganze entsprechend abgeändert auf diesen neuen Wert,
um einfach nochmal ein zusätzliches Level an Security einzubauen. Automatischer Lockout und so weiter. Alles ziemlich straightforward. Password Requirements könnt ihr einstellen. Ihr könnt, sofern ihr Wi-Fi aktiviert habt, den Security Code einstellen, das Security Banner, Wireless Security hatten wir eben aktiviert. Was natürlich wichtig ist, wir hatten eben kurz schon mal das Thema Bluetooth Remote gesehen. Damit eine Bluetooth Remote funktioniert, No-Brainer, muss Bluetooth aktiviert sein. Im Default ist es das. Wenn ihr kein Bluetooth nutzen möchtet und ihr wisst auch, ihr wollt keine Fernbedienung nutzen, könnt ihr auch hier den Haken rausnehmen, sodass ihr also das Bluetooth auch komplett abschalten. Okay, Endspurt. Unter Servers finden wir den Provisioning-Server. Hier habt ihr die Möglichkeit, das Provisioning über Lens, also Poly-Lens einzustellen. Das heißt, wenn ihr einen Lens-Account habt, hier bitte aktivieren, hier auf Basic stellen, eure Credentials einstellen. Dazu machen wir nochmal ein separates Video. Das heißt, die Serveradresse, Username und Password. Ihr drückt einen Knopf, dann connectet das System zu Lens, zieht sich die vordefinierten Einstellungen für das Gerät, für die Site oder runter, konfiguriert das System und ihr habt dann eigentlich kein großes To-Do mehr. Ihr habt noch die Möglichkeit, SNMP, Traps und Messages zu aktivieren. Ihr habt die Möglichkeit, hier den Cloud-Status zu sehen, also ist das System registriert, ja, nein. Und unter Diagnose habt ihr dann die Möglichkeit, sofern ihr das Gefühl habt und ihr habt vielleicht Kontakt zu unserem Support, das Tracking funktioniert nicht sauber, dann habt ihr hier die Möglichkeit, ein kurzes Video zu recorden, 100 Sekunden, ohne Audio. Und ihr habt dann die Möglichkeit, dieses Video unserem Support zur Verfügung zu stellen, sodass wir also an der Verbesserung der Thematik arbeiten können. Das ist sehr, sehr, sehr gut, aber es gibt natürlich immer im freien Feld vielleicht ein paar andere Szenarien als die wir im Lab haben oder in unseren klassischen Konferenzräumen vorfinden. Hier sind wir also auf eure Mithilfe angewiesen und nehmen natürlich gerne Feedback. Den Systemstatus haben wir vorne auf der Startseite schon gesehen. Hier habt ihr jetzt unter Logs noch die Möglichkeit, im Fehlerfall Logdateien zu ziehen. Wenn unser Support also auf euch zukommt, in der Bearbeitung, im Prozess der Bearbeitung eines Tickets, habt ihr hier die Möglichkeit, entsprechend die Log-Levels einzustellen und habt dann die Möglichkeit, hier die Logs vom System zu ziehen. Wenn ihr irgendwas verkonfiguriert habt, irgendwas nicht sauber funktioniert, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Zum einen, das Einfachste ist natürlich immer das Gerät neu zu starten, wenn ihr vielleicht schlecht an das eigentliche Power Supply rankommt. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, das System neu zu starten und ihr habt hier auch die Möglichkeit, das System zurückzusetzen. Das heißt, wenn ihr hier auf Reset All System Configurations klickt, habt ihr die Möglichkeit, das System tatsächlich in Werkseinstellungen rein zu versetzen. Die andere Alternative ist, das über einen Hard Reset zu machen. Es gibt einen Reset-Button, aber wie gesagt, dafür braucht ihr wieder physikalisch Zugriff aufs System. Aus der Ferne ist das hier der einfachste Punkt. Und unter Sessions könnt ihr sehen, wer gerade mit dem System connected ist. Ganz kurzer Überflug über das System, über die Konfiguration. Okay, cool. Wir haben die Hardware installiert, wir haben die Konfiguration vorgenommen und jetzt ist es endlich Zeit zu schauen, was passiert, wenn wir das USB-Kabel an unseren PC anschließen. Ich mache das hier gerade mal und dann nehme ich euch mit auf meinen Rechner. Und jetzt seht ihr schon, ich habe den Teams Desktop, natürlich jeglicher andere UC-Client eurer Wahl sein, aber aus Gründen der Einfachheit nehmen wir hier Microsoft Teams. Um das erste Mal die Videobar in Betrieb zu nehmen, respektive in den Settings als Default-Devices zu setzen, klicke ich einfach hier oben auf die 3 Punkte. Ich klicke auf Settings und anschließend hier unten links auf Devices. Und ihr seht jetzt schon, ich nutze in meinem Fall standardmäßig hier meine R30. Ich habe hier aber auch die Möglichkeit, die V52 als Lautsprecher auszuwählen, die V52 als Mikrofon auszuwählen und hier im unteren Bereich kann ich natürlich auch meine V52 als Videodevice auswählen. Und ihr seht schon, hier taucht direkt die Voransicht auf und sobald ich jetzt hier auf meinen Kalender klicke und ein Meet Now, also ein Instant Meeting starte, habe ich hier die Möglichkeit, meine Videobar, meine fertig konfigurierte Videobar für meine Meetings einzusetzen. Super simpel, oder? Ich bedanke mich an der Stelle, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, subscriben. Ihr kennt das Ganze. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Uwe. Ciao.